Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal was ganz anderes. Nichts mit Busse, nichts mit Fahrgäste und. Diesmal bin ich mal hier in Auschwitz. Hinter mir könnt ihr das Memorial sehen, das Denkmal an die jüdischen Toten, sag ich mal. Und das ist eigentlich der Schluss, wo die dann zum Letzt gelandet sind. Und den Anfang, wie es dazu kam und so, seht ihr jetzt in diesem kurzen Dokumentationsfilm. So Leute, Film ab! So sieht es jetzt im Moment aus. Nach der Befreiung Auschwitz 1945 im Januar durch die Rote Armee. Jedes Jahr am 27. Januar ist hier immer Gedenken an die Toten, an die Befreiung. Das Erlebnis, was man als schreckliche Gedanke wohl nie vergessen wird. 1933 beginnen in mehreren Städten systematisch die Judenverfolgung. Mit den Nürnberger Gesetzen verlieren die Juden ihre Staatsbürgerschaft, ihre Rechte. Die Geschäfte müssen gekennzeichnet sein, dass sie von Juden geführt werden, und die Arbeitsverbote für Ärzte. Dann dieser verhängnisvolle Tag am 9.11.1938 kommt es dazu, dass alle Synagogen verbrannt werden und überall, wo man Juden gefunden hat, die kommen ins Konzentrationslager. Hier, wo wir jetzt auch gerade Bilder von sehen, das ist Auschwitz I, was damals gebaut wurde, um politische Gefangene hier festzuhalten als Gefängnis. Oben habt ihr vielleicht die Überschrift gesehen, die gibt es eigentlich in jedem Konzentrationslager: Arbeit macht frei, was natürlich total blödsinnig war. Die hat nicht frei gemacht, sondern die Leute, die wurden tatsächlich hier systematisch umgebracht. Hier im Inneren des Museums, was von einer Fachkraft natürlich geleitet wird, damit wir nicht falsche Zahlen und sowas bekommen, kann man hier auch schon Ausstellungsstücke sehen. Man sagt ja immer 1,6 Millionen Juden verbrannt. In Zahlen kann man sich das nicht vorstellen. Auch wenn man eine gewisse Zahl an Schuhen, Paar Schuhen so sieht, wie jetzt hier im Moment, dann wird einem doch deutlich, was für Ausmaße das waren. Und das sind die Häftlingsklamotten, was sie angezogen haben, diese Sträflingssachen. Und was wir jetzt hier im Moment sehen, das hier ist der Todesstreifen. Die Nazis sprachen natürlich nicht von Ermordung, Vergasung, Verbrennung. Sie haben immer nur das eine Wort verwendet. Überall in den ganzen Dokumenten haben die von Sonderbehandlung geredet. So, jetzt haben wir hier die Bilder aus der Gaskammer. Ich lasse euch mal mit diesen Bildern mal alleine angedenken an die hier gestorbenen Juden und Sinti-Roma und alle, die hier umgekommen sind. Als Gas hat man das Zyklon B genommen, was sofort zum Tod gebracht hat. Manche eher, manche später. Und dass es qualvoll war, das liegt ja wohl auf der Hand. Nachdem man die Leichen da rausgeholt hat, hat man sie in diesen Öfen einfach verbrannt. Eins nach dem anderen verbrannt und die Asche entsorgt. Es kamen immer wieder neue Juden und das Konzentrationslager Auschwitz I wurde immer kleiner. Deswegen mussten die Juden weiter in neu gebaute Auschwitz II Birkenau gebracht werden, wo wir jetzt Bilder von sehen, wo da die
Tor, wie man das nennt. Die Züge aus Ungarn, Rumänien, überall hat man die Juden aus ganz Europa systematisch eingesammelt und hierher gebracht. Hier war das größte Vernichtungslager der SS. Hier steht noch so ein Waggon, wo die drin waren, zu 20, zu 40. Leute, wenn ihr euch mal die Waggons anguckt, keine Scheiben, keine Fenster, keine Luke, einfach nur mal so ein Waggon, ein Eimer Wasser und einen leeren Eimer für menschliche Bedürfnisse hat man denen dahingestellt. Das war's. Und hier ist dieses Bild, was ich jetzt einblende. Auf dem Bild hier zu sehen Dr. Mengele, der die Leute nach rechts, nach links einfach mal aussortiert hat, so wie er lustig war, wie er gerade drauf war. Er hat nur gefragt, sagen die Zeitzeugen, die das überlebt haben, was für eine Arbeit sie haben. Wenn einer nichts gelernt hatte, rechts zum Tod. Und wenn einer Schreiner, Elektriker irgendwas gesagt hat, nur um zu überleben, der durfte dann in ein Arbeitslager. Wenn einer Pech gehabt hat, das war wirklich nur Glückssache, dass er angenommen wurde und nicht durch dieses Tor gehen musste. Das Tor führte nämlich zu den Krematorien, zu den Gaskammern. Und jetzt, was wir hier sehen, wenn er das Glück gehabt hatte, nach links zu gehen ins Arbeitslager, der musste hier sich komplett ausziehen und hier eine sogenannte Desinfektion. Hier machen die Haare von den Frauen, auch von den Männern wurden abgeschnitten, abgeschort. Damit sie, aus diesen Haaren wollten sie auch noch Filzpantoffeln herstellen, wie auch immer das klappen soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren hier die Duschräume. Hier hat man sie ein bisschen sauber gemacht und die Klamotten, die ganzen, was sie angehabt haben, wenn die noch in Ordnung waren, die wurden desinfiziert und ans Reich weitergeleitet zum Verkauf. Die nicht mehr in Ordnung waren, die wurden in diesen Öfen hier verbrannt. Und die Häftlinge, die haben dann jeder diese gestreiften Anzüge gekriegt, egal ob sie gepasst haben, ob nicht. Zeitzeugen haben mal erzählt, sie mussten das nehmen, was sie gefangen haben. Wir haben mittlerweile 30 Grad, Leute, und guckt euch mal die Menschen hier an, damit ihr sich von der Sonne schützen mit Regenschirm und. Hinten könnt ihr noch sehen, das Todestor. Überlegt jetzt einmal, wie die Menschen hier ohne Schirm, ohne nichts in der Hitze ausgehalten haben. Leute, jetzt sind wir hier in den Baracken, wo die hier geschlafen haben, übereinander, untereinander. Abends, sie durften auch die Baracken gar nicht verlassen. Und der Oberste, wenn er menschliche Bedürfnisse mal gehabt hat, was sollte der Arme machen? Hat einfach in die Hose gemacht. Der unten drunter liegende, für den war das natürlich nicht so schön. Aber solche Verhältnisse, das kann man sich jetzt im Moment gar nicht vorstellen. An Flucht erst gar nicht dran zu denken, überall mit Stacheldraht und mit Strom. Die Häftlinge, die wurden dann natürlich auch gequält und geschlagen, damit sie bloß nicht hier versuchen abzuhauen, direkt eingeschüchtert. In so einer Baracke, da haben 1000 Menschen untereinander, miteinander versucht zu leben und überleben. Morgens früh ganz schnell mussten sie hier in diesem Waschraum zu 200 in jeder Reihe sich aufstellen, auf Kommando hinsetzen, ihre Bedürfnisse machen, 2 Minuten Zeit, egal ob sie fertig waren oder nicht, und wieder raus. Leute, jetzt sind wir auf der anderen Seite im Frauenlager, wo die auch hier geschlafen haben, abends in der Kälte, wenn es Winter war und im Sommer so heiß,
auf so Steine, ohne Decken, ohne etwas, einfach so auf die Bretter hier. Da war wohl so eine alte Heizung, konnte man hier so ein bisschen sehen, die natürlich auch im Winter nichts gebracht hat. Also Leute, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob das in den Bildern jetzt so rüberkommt, aber wenn man mal live da gewesen ist, dann kriegt man Gänsehaut, auf jeden Fall. Ich wünsche niemandem so eine Behandlung. Im Bild die große Gasanlage, das ist, was noch übrig geblieben ist. Aber bevor sie in Schutt und Asche war, hat man hier 1,1 Millionen Juden, 20.000 Roma und mehr als 10.000 sowjetische Kriegsgefangene umgebracht, verbrannt, ausgerottet, sag ich mal. Eine Schande, wirklich, das ist eine Schande, ein schwarzer Tag in der Geschichte der Menschlichkeit. Im Bild zu sehen ist noch so ein kleiner Waggon, wo dann die Asche von den Toten ins daneben liegende Wasser einfach mal reingeschüttet wurde. Dann kamen hier so Frauen, die dann die ganzen Schuhe und so sortiert haben, die dann nach Deutschland verschickt wurden und weiterverkauft wurden, damit Deutschland wieder Geld hatte, um sich neue Sachen für den Krieg zu kaufen. Als die SS erfuhr, dass die Niederlage nah war, hat man natürlich alles versucht zu vertuschen, damit niemand denen was beweisen konnte, dass eben halt so Konzentrationslager und so viele Menschen hier vernichtet, umgebracht wurden. Übrig geblieben sind nur Bilder, was man in den Koffern der Toten gefunden hat und Sachen. Ich lasse euch mal mit diesen Bildern mal eine Minute alleine. So Leute, mit diesen Bildern verabschiede ich mich von euch. Hoffen wir, dass so etwas Schreckliches nie wieder passiert, nirgendwo auf dieser Welt, beziehungsweise eben halt, dass ihr einiges davon lernt. So, bis in einem anderen Video, Leute. Bis dann, euer Mehmet Ui.